Die erste und letzte Wanderung in der Slowakei bringt mich an meine Grenzen. Neben der schönen Natur hat sie insbesondere für mich herausfordernde Überraschungen parat, in denen ich mit meiner Höhenangst konfrontiert werde. Halt dich hier fest. Okay. Ja, ich muss hier weg von der Grenze. In den darauffolgenden Tagen ging es für uns weiter mit unserem Wohnmobil nach Polen. Wir sind begeistert von Polen und genossen die kurze, intensive Zeit in Krakau. Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Guten Morgen! Heute gibt es eine Wanderung und zwar wandern wir zur Sucha Bela. Und wir haben heute den Vorteil, dass Ute und Rio übernehmen, weil das sind hier Leitern, mit denen wir wo wir die Wanderung nicht hätten machen können. Und wir waren schon ein bisschen traurig und sie haben uns das sofort angeboten, Rio für den Tag zu nehmen. Und Rio kennt sie ja jetzt schon seit 5, 6 Monaten. Und ja, wir freuen uns, dass wir die Wanderung jetzt zusammen angehen können. Normalerweise kostet die Wanderung 1,50 € pro Erwachsener Eintritt, aber erst ab Juni und das heißt, wir sind vor der Saison. Und kostenlos. Und kostenlos, ja, genau. Die Wanderung Sucha Bela gehört zu den beliebtesten Wanderrouten im Nationalpark Slovenský Raj, was übersetzt slowakisches Paradies bedeutet. Was soll man sagen? Für mich war die Wanderung wie eine Tour durch das Paradies der Abenteuer und für Sarah eher der Albtraum, in dem sie mit ihrer Höhenangst konfrontiert wird. Hier am Anfang läuft man schon so über Holzleitern, was ziemlich geil ist, was man sonst bei anderen Wanderungen gar nicht kennt. Und ja, auch Sarah läuft hier rüber, ohne Festhalten. Hier. Und das ist, also man ist nicht wirklich gesichert, aber es geht. Geht gut. Und zwischendrin fehlt auch mal eine. Aber man kann ja noch außen rum balancieren. Geht doch! Sie bekämpft ihre Höhenangst. Es ist nicht mehr hoch, aber dieses Gefühl, da ist nichts an der Seite, ist für mich tricky. Sarah, das musst du anders verkaufen. Es war ultra hoch. So, dann müssen wir die Kamera von unten filmen. Ja, so hoch war es. Stimmt, 1,5 Meter, 2 Meter, 1,5. Da trottet sie dahin, bisschen nass. Sarah ist gerade ausgerutscht und mit einem Bein im Wasser gelandet und einem Schuh. Es ist ja aber nichts passiert. Und wie fühlst du dich in Anbetracht der Leiter? Nicht gut. Also sagen wir so, ich will es schaffen. Aber es wird schwer. So, und jetzt heißt es hochklettern. Ich gehe zuerst und Sarah folgt mir. Es ist so geil. Es ist abnormal geil. Sarah ist auch schon am Start. Richtig gut. Es klappt doch. Wuhu!
Was soll man sagen? Sie hat die erste Stufe geschafft. Ja, du hast es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Sie hat es geschafft. Woo! Richtig gut. Was ist das? Halt dich hier fest. Okay? Ja, ich muss hier weg von der Kante. Du musst weg. Weg muss sie. Wuhu. Sehr geil, Sarah. Sie ist schon hinterm Point of Return. Das heißt, es gibt kein Zurück mehr. Eine Mega-Wanderung. Es geht, Sarah, wirklich. Halt dich fest einfach. Geht's? Schau nach oben beim Hochklettern, okay? Warte kurz. Der Ausstieg ist easy. Ja, ja, ich komm schon, Sarah. Chill. Der Ausstieg ist super easy hier. Ja. Das noch. Bis ganz hoch, bis zur obersten. Und dann kannst du einfach aussteigen. Sehr gut gemacht. Hey, komm. Hey. Fokussier jetzt immer. Nein. Da, du hast jetzt. Schau mal, wo du hoch bist. Nee, ich bin nicht. Okay, ich will nicht. Aber sie macht super. Ja. Bei der Hand für die Füße. Sehr gut. Und jetzt geht die vermeintlich letzte Leiter hoch. Das schaffst du. So. Ich bin mir fast die GoPro aus der Halterung gerutscht. Alter, wenn man sich das mal anschaut, das ist ultra geil. Gut, hier ist die Leiter links ein bisschen lose. Wollte Sarah vielleicht nicht zu früh mitkriegen. Ah. Und hier oben muss ich auf jeden Fall dann schnell weg, wenn ich mir das so anschaue. Sehr gut. Schön gleichmäßig und konstant. Sehr gut, ich bin da.
Ich bin da. Noch. Ich gehe noch mit dem Fuß. Halte ich hier fest. Mit die andere. So. Hast du es geschafft. Und jetzt gehen wir gleich weiter. Okay. Komm mit. Komm mit. Okay, warte. Gib mir die Hand. Das machst du gut, Sarah. Hey, super. Sarah. Das machst du super. Hier fällst du nicht tief. Soll ich reinhüpfen, um es dir zu zeigen? Das ist nicht mal 1 Meter. Hey. Okay. Willst du dich mit beiden Händen festhalten? Ab hier, was ist das Schlimmste hinter dir, Sarah? Hier ist gleich das nächste Gitter. Komm her. Tschüss. Hey. Hey, hast du super gemacht. Oh Gott, ich will. Das ist eine Erleichterung. Hey, hast du super gemacht. Hey, hast du gut gemacht. Hm? Hättest du gedacht, dass du sowas machst? Ja. Wer sich fragt, warum es von mir keine Filmaufnahmen gibt bei sowas. Nee. Sarah hat super gemacht. Das war eine Erleichterung. Und ja, wenn sie erfahren hätte, dass ich bei der letzten Leiter gesagt habe, gut, hier oben ist die eine Seite lose, das darf die Sarah noch nicht erfahren. Aber es ging gut aus und sie hat ihre Angst überwunden. Auch wenn sie gesagt hat, dass sie nicht nochmal sowas macht. Aber man muss einfach sagen, die Wanderung ist einfach der Wahnsinn. Geht doch. Hey, du hast es geschafft. Freu dich. Ja, das sind ja schon Tränen der Erleichterung. Sarah hat gerade entdeckt, dass es noch 2-mal Leitern gibt und sie ist not amused. Aber auch das wird sie machen, bin ich mir sicher. Weil zurück will sie nicht. Aber sie sieht es mittlerweile schon mit Humor und ich glaube, der Stolz setzt langsam ein, wenn man das so anschaut. Ich hatte jetzt gerade die GoPro hier vorne im Busgurt drin und ganz oben an der Leiter ist sie mir rausgefallen. Und alles wieder runtergefallen, über die Steine ins Wasser und eine andere Wanderin hat es dann mit dem Stock rausgefischt und der Sarah gegeben. Aber sie läuft. Aber hier oben sind wir hier dann nach der Leiter durch das Loch rausgekommen. Das ist richtig schön. Die Sarah ist hier jetzt schon weiter hochgeklettert und gleich kommen die nächsten Leitern.
Naja, die einfachste von allen, würde ich mal sagen. Wir sind jetzt oben angekommen. Nach 3 Stunden. Anstatt wie angegeben, glaube ich, 2 bis 3. Fix und alle, zumindest ich. Ja, ich auch. Und also man muss sagen, wo wir ja in der Schlucht eigentlich waren oder den Fluss hochgegangen sind mit den Leitern, das ist also für mich eine der besten Wanderungen, die ich je gemacht habe, weil es einfach mal was komplett anderes ist. Und Sarah musste sich ein bisschen überwinden. Ja, ein bisschen ist gut, also Höhenangst und keine Ahnung, das ist nichts für Leute mit Höhenangst und Schwindel und Pipapo. Aber jetzt bin ich stolz und sie hat sich überwunden. Freue mich, dass Tobi mich auch so motiviert hat, das zu machen. Genau, und danach mussten wir noch, keine Ahnung, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde durch den Wald laufen hoch. Das war, ja, durch den Wald laufen. Das war schön, aber wir waren einfach durch, glaube ich. Aber jetzt freuen wir uns nach der Pause wieder runter zu gehen, Rio zu treffen und auch Ute und Björn. Ja. Und dann ja, lassen wir, glaube ich, den Tag einfach bei einem kühlen Bier und Pepsi und was weiß ich, was wir haben, ausklingen und genießen einfach nochmal den Abend zu viert, weil Ute und Björn werden dann wahrscheinlich, oder werden wir länger nicht sehen, weil sie Richtung Asien dann irgendwann aufbrechen. Ja, hallo, du! Heute geht es jetzt weiter. Wir haben uns gut von der Wanderung erholt und waren jetzt heute Morgen noch ein Stückchen mit Rio ein bisschen drin, dass er im Bachlauf laufen konnte. Und wir fahren heute erst zu einem Dorf, wo so alte Holzhäuser sind und dann weiter zur Hohen Tatra. Wir sind jetzt bei der Hohen Tatra angekommen und gehen hier gerade ein bisschen den Wanderweg entlang und werden morgen eventuell je nach Wetter noch ein bisschen mehr machen. Es ist noch ein bisschen erschöpft von der Wanderung gestern. Und wir waren bei den Holzhäusern, aber da war jetzt nicht so viel zu sehen und vor allem sind das Wohnhäuser. Darum haben wir die jetzt auch nicht gefilmt, haben nur Wasser aufgefüllt und sind jetzt hierher gefahren. Eine Ergänzung noch gestern zu der Wanderung. Bei uns wurde ja nicht, oder wir mussten keinen Eintritt zahlen und heute ist Freitag, welcher ist heute, der 20.05. Und heute saß jemand am Kassenhäuschen, das heißt wahrscheinlich, oder wir vermuten jetzt, dass am Wochenende doch Eintritt gezahlt werden muss. Und dann ab 1.06. wahrscheinlich täglich, weil die Hauptsaison anfängt. Bring her! Wir sind jetzt wieder beim Auto angekommen und lassen gerade das nächste Video rendern. Und wenn man die Schiebetür aufmacht, haben wir einen richtig, richtig schönen Ausblick und den zeige ich euch jetzt mal. Ich würde sagen, hier kann man es auf jeden Fall aushalten. Achso, und weil wir sonst immer sagen, dass es immer 2 Seiten vom Stellplatz gibt, die gibt es hier auch. Wir stehen hier auf dem Parkplatz für ein Skigebiet mit dem richtig tollen Ausblick und auf der anderen Seite verläuft die Schnellstraße. Also, ist jetzt nicht so stark befahren, aber ja, es gibt trotzdem in dem Punkt Besseres, aber der Stellplatz ist wirklich unglaublich schön. Ja, der Blick ist schön. Guten Morgen. Wir sind jetzt gestern doch noch weitergefahren und stehen jetzt hier in einem, auf der polnischen Seite schon, in einem kleinen Tal. Und ja, Grund dafür war, dass wir, also einmal haben wir Ute Björn getroffen, die jetzt auch schon rübergefahren sind und neben uns stehen. Und der zweite Grund, es gab auch eine Wetterwarnung von dem EU-Alert, dass wir heftigen Sturm und Windböen erwarten. Deshalb stehen wir jetzt hier auch in diesem Tal. Also dafür ist es definitiv ganz gut. Wobei heute Nacht, es war, keine Ahnung, es war vielleicht eine halbe Stunde, wo ein bisschen stärkere Windböen waren und sonst war gar nichts. Aber oben am Berg wäre es bestimmt stärker gewesen. Und heute müssen wir mal schauen, was wir machen. Eigentlich wollten wir hier heute hinfahren. Und ja, jetzt ist der Plan natürlich zerstört.
aber die Natur ist hier schon super schön. Also auch die Nordseite der Hohen Tatra ist wirklich genial. Seit gestern hat unser Blinker einen Wackelkontakt. Das kennen wir aber schon. Das ist meistens, also wenn dann der Stecker oben an der Lenksäule, dass der sich ein bisschen gelöst hat, oder einer der Massekontakte. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also generell beim LT ist es oft so, dass wenn Scheibenwischer, Blinker irgendwas spinnt, dass wir ein Masseproblem haben. Und meistens ist es damit getan, wenn man den Stecker abzieht und wieder drauf steckt. Bei uns jetzt neben dem Sicherungskasten hier der Massestern, wo auch das Massekabel für die Blinker ist. Das müsste das hier hinten sein. Das ja. Und das hier einmal wegzieht, wieder drauf macht, sollte es eigentlich getan sein. Aber ich ziehe jetzt mal, weil ich nicht sicher weiß, ob es wirklich das eine ist, mache ich das jetzt auch mal mit den anderen. Und jetzt schauen wir mal, ob der Blinker funktioniert. Zündung an und ich würde mal sagen, dass es jetzt wieder passt und wir so weiterfahren können auf jeden Fall. Mal wieder beim Wandern. Ach, so schaut's aus. Bevor wir jetzt Richtung Krakau fahren, gehen wir noch hoch zu einem Aussichtspunkt, damit wir noch mal von der Seite einen richtigen Blick auf die Hohe Tatra kriegen. Und was soll man sagen, es geht eigentlich nicht weit, aber ziemlich steil hier hoch. Und ja, es ist anstrengend. Ich würde mal sagen, er ist glücklich und schmutzig. Alter, bist du schmutzig. Rio, welche Farbe hast du? Ich glaube, es ist nicht unser Hund, der ist grau. Er ist glücklich. So, ich habe gerade die Warnung bei der Drohne bekommen, dass es zu starken Wind gibt oder zu starke Windböen. Deshalb haben wir das jetzt hier abgebrochen. Gehen jetzt wieder zurück zum Auto, machen den Hund sauber und dann fahren wir auf einen Parkplatz oder auf einen Picknickplatz vor Krakau. Und morgen geht es dann nach Krakau rein. So, ich habe mal unsere Pläne mal wieder über den Haufen geworfen. Und zwar ist heute Samstag und da habe ich den Einwand eingebracht, dass ich nicht so gerne in die Stadt möchte, weil es bestimmt voll ist. Und habe hier diesen wunderschönen Parkplatz oder diesen wunderschönen Stellplatz gefunden. Wir wussten aber nicht, dass der so wunderschön ist und deswegen überlegen wir jetzt den Sonntag hier auch noch zu verbringen und Montag dann erst weiter nach Krakau zu fahren. Ja, wir stehen jetzt hier an so einem wunderschönen Fluss, ganz im Süden noch von Polen, also gerade erst nach der Grenze von der Slowakei und haben von dem Fluss aus Blick auf die Hohe Tatra. Es ist einfach unglaublich schön. Wir hatten den ganzen Tag jetzt hier noch Sonnenschein
und ja, genau, haben die Seele baumeln lassen. Und wie gesagt, morgen Sonntag und Montag geht es dann weiter für uns. Ich darf lachen, er hat sich nicht wehgetan. Tut ein bisschen weh. Doch? Ja, kennt ihr das? Wenn man schon vor dem Fallen merkt, dass man fällt, weil man gemerkt hat, dass man stolpert oder weggerutscht ist. So war es gerade eben. Und mit den Worten verabschieden wir uns heute, weil ich fertig bin. Nein, ich will nicht mit. Für uns geht es jetzt weiter Richtung Krakau. Die Weiterfahrt wäre jetzt fast daran gescheitert, dass ich beim Aussteigen aus dem Auto umgestackelt bin. Und ja, aber es geht soweit. Ich spüre es leicht, aber ja, gehört dazu. Und ja, das heißt, jetzt ab ins Auto und in die Großstadt und diesen wunderschönen Platz verlassen. Wir waren jetzt gerade in Krakau und haben jetzt gerade die Stadt verlassen. Wir waren heute insgesamt 3 Stunden dort. Die Stadt ist an sich sehr, sehr schön, aber wir sind einfach keine Stadtmenschen und für uns geht es jetzt wieder weiter in die Natur. Aber natürlich haben wir ein paar Bilder für euch oder ein paar Videos für euch gemacht. Krakau hat ca. 766.500 Einwohner und ist bekannt unter anderem für ihr jüdisches Viertel. Hier sind auch Drehorte von Schindlers List zu finden. Beiß mal rein. Ist gut? Ja, es gibt frischere. Weiter ging es für uns in die historische Altstadt, die 1978 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde. Sie ist bekannt für zum Beispiel die Marienkirche am Hauptmarkt und den gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern.
Heute geht es jetzt für uns weiter und zwar nach Birkenau und Auschwitz. Wobei Auschwitz wird sich Tobi heute anschauen. Ich habe für mich entschieden, dass ich es nicht anschauen werde, weil ich heute Nacht schon Albträume davon hatte. Und Birkenau schauen wir uns wahrscheinlich dann morgen zusammen an. So, wir waren jetzt in Auschwitz. Ja. Und wir haben bewusst nicht mitgefilmt, weil es in unseren Augen keine Touristenattraktion ist, sondern ein Denkmal bzw. ein Mahnmal. Und ja. Und ich glaube, die Geschichte spricht für sich, was da alles passiert ist. Und ich weiß gar nicht, wie viel man dazu sagen muss am Ende. Also ich habe mich, also nur weil ich gesagt hatte, ich gehe nicht hin, aber ich habe mich dann umentschieden, dass ich doch hingehe. Weil Ute und Björn gemeint haben, wenn man nicht die ganzen Ausstellungen besichtigt, dann sieht man die Fotos eben nicht. Und dann sind wir eben durch die Anlage oder wie man das auch immer nennen mag, durchgelaufen. Man sieht in manchen Räumen noch die Habseligkeiten der damaligen Gefangenen. Und das ist schon, ja, ist schon krass. Also sie haben halt versucht zu veranschaulichen, wie viele Menschen dort waren oder umgekommen sind. Ja. Und da gibt es halt, einmal wurden die Haare ausgestellt, die ihnen abrasiert wurden, und die Schuhe. Das war dann praktisch ein relativ großer Raum, wo links und rechts wirklich hinter Glaswänden, ich weiß nicht, wie lang war das? Bestimmt 25, 30 Meter Länge, Breite, Tiefe wissen wir nicht. Aber es war ein Riesenhaufen Schuhe, wo halt die Schuhe von den Gefangenen aufgeschüttet wurden. Oder auch die Koffer, wo noch die Namen drauf standen und so. Also es ist so, ja, man verbindet halt damit, jedes Paar Schuhe und so erzählt eine Geschichte von einem Menschen. Und ganz besonders schlimm waren halt auch zum Beispiel Kinderschuhe, die dann extra ausgestellt wurden. Genau, also es ist wichtig, dass man sowas besucht eigentlich, finde ich. Ja, ich meine, die Geschichte, gerade in der Schule hat man die Geschichte ja rauf und runter gehört. Es ist wichtig, dass sowas einfach nicht passiert nochmal. Und ja, genau, danach waren wir dann noch in Birkenau. Da ist weniger ausgestellt in dem Sinne, aber man sieht einfach die ganzen Baracken und es sind so unglaublich viele. Und wir fanden Auschwitz schon groß. Aber Birkenau ist bestimmt, keine Ahnung, 3- bis 4-mal so groß, und es ist unglaublich. Und da sind ja die ganzen Gefangenen dann mit den Zügen angekommen. Ja, man sieht noch diese Bahnschienen. Und man sieht weniger, wie Sarah schon sagt, so von den Menschen, von den einzelnen Menschen, aber auf den Schildern steht ja erklärt, was da passiert ist. Und es ist einfach echt krass und schlimm. Genau. Aber für uns geht es jetzt dann weiter. Wir fahren jetzt erstmal auf einen kleinen Platz südwestlich von Katowice. Da schlafen wir und dann geht's übermorgen Richtung Breslau. Ne, morgen. Morgen geht's Richtung Breslau. Wir freuen uns, dass du uns diese Woche in Polen mitbegleitet hast, und nächste Woche geht es für uns in Polen weiter Richtung Schweden. Also seid gespannt, was wir noch alles erleben. Lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Du Scheiße, meine Haare, ey. So, Sarah, wieso sagst du nicht, dass ich ausschaue wie so ein Bobtail?